Ein leises Heulen hallte durch den verlassenen Wald. Der Mann blieb mitten auf einem dichten Pfad stehen und entdeckte einen Wolf, der in einer Falle gefangen war. Die Beine des Wolfes waren in der Eisenfalle eingeklemmt und entblößten drohend seine Reißzähne. Es hielt ihn für einen Jäger, denn sein Knurren und seine wachsamen Ohren zeigten, dass es zum Sprung bereit war, wenn es könnte. Doch der Mann zeigte keine Angst und blickte das arme Tier sanft mit den Augen an. Mit ruhiger Hand entfernte er die Falle, der Wolf erstarrte, doch bevor er reagieren konnte, verlor er durch den Schmerz in seinem Bein das Gleichgewicht. Er nutzte die Gelegenheit, sperrte das Tier in einen Käfig und brachte es in die nächste Tierklinik. In der Tierklinik wurde die Wunde gereinigt und sorgfältig verbunden, und der Wolf versuchte nicht mehr, Menschen zu beißen. Der Mann tat nichts, um ihn zu erschrecken, aber er war dennoch vorsichtig und beobachtete jede seiner Bewegungen mit den Augen. Er brachte ihm frisches Fleisch und half ihm täglich, seinen Wundverband zu wechseln. Schon nach wenigen Tagen war der Wolf viel sanfter und niemand konnte glauben, dass er noch vor ein paar Tagen vorgehabt hatte, ihn zu beißen. Nun lag der Wolf still unter seinen Armen und ließ sich von ihm über sein dichtes Fell streicheln. Die wütenden Augen der Vergangenheit sind weicher geworden und hinterlassen nur stilles Vertrauen. Der Mann wollte ihn nicht sofort wieder im Wald freilassen, denn der Wolf musste sich erholen und, was noch wichtiger war, er hatte das Gefühl, dass er kein furchteinflößendes wildes Tier mehr war. In den ersten Tagen zu Hause war er noch an die Pirsch gewöhnt, doch er erinnerte sich an sein Versprechen gegenüber seinem Besitzer und versuchte, seinen Jagdinstinkt zu kontrollieren. Wölfe erlernen eine andere Lebensweise, die keinen Kampf um Nahrung erfordert. Er hatte nie gewusst, wie es ist zu spielen, denn im Wald dreht sich alles ums Überleben, aber jetzt lernte er, darauf zu reagieren. Es begann, Gefallen an ziellosen Verfolgungsjagden und Flirts zu finden, die nicht auf die Vernichtung des Gegners abzielten. Er hat nie Ärger gemacht oder gekämpft und hat sein Versprechen gegenüber dem Mann gehalten. Als Gegenleistung für seine Geduld und Disziplin hat er ein Zuhause, einen Ort, an den er zurückkehren kann. Wenn andere Tiere mit dem Schwanz wedelten und herumliefen, spielte der Wolf fröhlich und ohne Aggression mit. Obwohl es manchmal so aussah, als wolle der Wolf grob spielen, verletzte er kein einziges Mal irgendjemanden in der Familie. Während andere Wölfe im kalten Winter jagen mussten, um zu überleben, hatte er Nahrung im Überfluss. Zu jeder Mahlzeit gab es eine Portion für ihn, allesamt köstliche Fleischstücke, für die er früher hart arbeiten musste. Früher hatte er geglaubt, die Menschen seien seine Feinde, doch nun war dieser Mann seine neue Familie. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.